Kümmern Sie sich um Ricardo. Ich dachte, Sie wollen ihn loswerden. Tun Sie einfach, was ich Ihnen sage. Oh, du tust mir weh! Es ist offensichtlich, dass meine Frau und Padre Jan mehr füreinander empfinden als Bruder und Schwestern. Wir müssen diesen Typen anzeigen. Ich kann das nicht. Sie werden versetzt. Mit sofortiger Wirkung. Nicht dran gehen, nicht dran gehen, nicht. Nur ganz kurz. Das ist Clarissa. Ich würg sie ab. Hallo? Was? Warum? Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde es herausfinden. Ist irgendwas passiert? Jan muss Mallorca morgen verlassen. Wie bitte? Warum das denn? Das Erzbistum hat ihn versetzt in irgendein Kaff bei Córdoba. Hey, wo willst du hin? Zu Monsignor Matteo. Das muss ein Irrtum sein. Wir holen das nach. Und du hast keine Ahnung, warum du plötzlich versetzt werden sollst? Nein, absolut nicht. Ich muss mit Leonie sprechen. Sag mal, Jan, hast du meinen Vater gesehen? Ricardo? Den anderen kenne ich ja nicht. Ich wusste gar nicht, dass er hier ist. Er hatte vorhin irgendwas Wichtiges mit Monsignor Matteo zu besprechen. Ich rufe ihn mal an. So nicht, Freundchen. Ich denke, das reicht. Hier, das sind die Beweise dafür, was dieser Typ dir angetan hat. Ob du zur Polizei gehen willst oder nicht, das ist alles deine Entscheidung. Wann immer du soweit bist. Sag mir einfach Bescheid. Ich lass dich nicht allein. Wir sehen, was sich machen lässt. Okay, bis dann. Guten Tag. War das nicht? Tamara Denninghoff, die Zweitbesetzung für Lily Rose. Stimmt ja. Und was wollte die? 50% mehr Gage. Ach, guck mal, sie hat gelächelt. Schmeiß sie raus. Ja, und damit wäre die Hauptrolle dann gänzlich unbesetzt. Ich frag dich jetzt nicht, warum du keinen weiteren Ersatz für Marlene engagiert hast. So engagiert wie Marlene am Anfang war, da habe ich doch nicht damit gerechnet, dass ich sie überhaupt irgendwann mal ersetzen muss. Ich habe eben alles auf eine Karte gesetzt. Achtung. Und als sie erfahren hat, dass Hagen eine andere hat, da hat sie sogar die Premiere durchgezogen. Und wie? Aber dass er sich ausgerechnet Dana ausgeguckt hat, war dann vielleicht doch eine Umdrehung zu viel für sie. Was weiß ich, was gerade in ihr vorgeht. Ich erkenne sie überhaupt nicht mehr wieder. Was ist denn los? Und ich dachte mal, ihr habt so einen guten Draht zueinander. Jetzt gerade ist sie auf dem Trip, dass sie nur auftreten muss, wenn ihr danach ist. Und im Moment ist er leider nie danach. Verdammt nochmal, wenn das Musical nicht läuft, dann dreht mir Ansgar den Geldhahn zu. Und zwar schneller, als ich bis 3 zählen kann. Ich hasse dieses Tiefengehabe. Ja, dann? Ja, dann was? Soll ich sie vielleicht zwingen, aufzutreten? Ja. Und zwar mit einem ganz einfachen Satz. Und der wäre? Read your fucking contract. So
machst du mit deinen Gitarren? Das können wir besser, oder? Klar. Was war denn das jetzt? Ich würde es toll nennen. Wir haben gewonnen. Ich wusste es doch. Sag mal, kannst du mal aufpassen? Wenn du beim nächsten Mal rechtzeitig blockierst? Es gibt kein nächstes Mal. Ich spiele mit Raphael. Sorry, aber never change a winning team. Bleib besser bei Deutsch. Mit dem Englischen hat sie's nicht so. Haha. Ja, sorry, Leute, ich bin raus. Ich muss Lümmel ablösen. Miriam. Schade, ich dachte, wir würden noch in die Stadt gehen. Tut mir leid. Shopping? Ja, mein Outfit hält den Temperaturen nicht stand. Überraschung, wir haben Winter. Jedenfalls, kannst du mir trotzdem was leihen? Klar, hab ich dir doch versprochen. Wie viel brauchst denn du? Ach, weißt du was? Nimm am besten direkt die. Danke. Ich zahl's dir zurück. Doppelt und dreifach. Hey, Hagen. Hallo. Falls du Tristan suchst, bist du ja völlig falsch. Ich weiß, Tristan und Pferde. 2 Welten. Bist du deshalb hier, weil du ihm nicht über den Weg laufen willst, oder was? Quatsch. Ich interessiere mich für Vollblüter. Ich habe gehofft, dass du mir Dionysos zeigen kannst. Der hat das letzte Lahnstein-Derby gewonnen, richtig? Ja. Ist im Stall, geh ruhig rein. Hat sich das verkantet? Sieht so aus. Da war wohl Gewalt im Spiel. Soll ich mal versuchen? Tu dir den Zwang an. Aber nichts kaputt machen, ne? Bei der Gelegenheit kannst du mir gleich mal erzählen, was du wirklich hier willst. Naja, die Angelegenheit mit Marlene. Ich glaube einfach, dass Tristan ziemlich sauer auf mich ist. Ach, wundert dich das? Sie ist ihm alles andere als egal und du ziehst einfach mit ihr ab? Hey, das war so nicht geplant. Erzähl das Tristan. Hab ich. Aber das mit Marlene und mit mir, das ist einfach so passiert. Ja, die sitzt doch fester, als ich dachte. Ich gehe dann mal wieder. Wer war das denn? Ein Freund von Tristan, Alexander Reinsberg. Was? Vielleicht hat Marlene mal... Hey, was soll das denn? Wenn ich mit dir fertig bin, dann wirst du keiner Frau mehr zu Leide kommen. Der Wolf, hey! Hey! Was ist denn hier los? Es reicht jetzt. Ich glaube nicht, dass du ungeschoren davon kommst. Dich mache ich fertig, du Arschloch! Wolf, es reicht! Ist alles in Ordnung? Ja, das war Herr Wolf? Dann weiß ich ja jetzt, womit ich das verdient habe. Womit denn? Ich bin mit seiner Tochter Marlene ausgegangen. Herr Wolf scheint etwas empfindlicher zu sein, was seine Töchter angeht. Kann man wohl so sagen. Ist alles gut? Schon gut, danke. Monsignor, Jan trifft bei den Jugendlichen einfach immer den richtigen Ton. Sie haben selbst gesagt, wie sehr Sie seine Arbeit schätzen und wie gut Sie sich ergänzen. Zweifellos, aber wir sind alle nur bescheidene Arbeiter im Weinberg des Herrn. Wie und wo wir wirken, das entscheiden nicht wir allein. Jetzt sag doch auch mal was. Die Kirche ist kein Wunschkonzert. Nein, da muss man flexibler sein. Flexibler? Ja, das ist auch ein Grund, warum Priester keine Familien haben. Ich fasse es nicht. Wenn Sie ein gutes Wort für Jan einlegen würden, bin ich mir sicher, das Bistum würde die Versetzung zurücknehmen. Ihr Bruder wird in Cordoba sicher dringender benötigt als hier. Monsignor. Hat sich Ihre Tochter schon entschieden, Padre Jan? Nein, nein, es gefällt dir hier sehr gut. Monsignor, ich werde diese Arbeit hier sehr vermissen. Aber ich nehme die Herausforderung natürlich an. Ach, es tut mir so leid, aber mir sind die Hände gebunden. Naja, wer weiß, wofür Ihre Versetzung gut ist. Sie werden dort die Möglichkeit haben, sich völlig neu auf Ihre Arbeit zu konzentrieren. Und auf sich selbst. Ohne Gewissenskonflikte.
Und bist du jetzt zufrieden? Noch zufriedener wäre ich, wenn du mir aus der Sonne gehen würdest. Was willst du? Was immer du auch angestellt hast, damit Jan versetzt wird, mach es rückgängig. Ich bitte dich. Was unterstellst du mir gerade eigentlich? Nichts, was nicht der Wahrheit entspricht. Die Wahrheit. Das ist ja dein Spezialgebiet. Ich dachte, du liebst deine Frau. Ich tue das, um sie zu schützen, weil ich sie liebe. Aber, entschuldige, Liebe ist ja auch ein Zustand, der dir gänzlich unbekannt ist. Und auch wenn es dir mit Sicherheit nicht gefällt. Aber du bist die Letzte, die daran irgendetwas ändern kann. Ich habe vorhin Ihr Gespräch mitbekommen. Über Marlene. Und? Wollen Sie mir jetzt verbieten, mich über die Unprofessionalität Ihrer Tochter aufzuregen? Es ist nicht so, wie Sie denken. Ach, das war ja klar. Das ist kein Dievengehabe. Ich meine nicht, dass Marlene nicht kompliziert sein könnte. Aber in dem Fall, sie kann nicht auf die Bühne. Ach so, was ist es denn diesmal? Steht Mars im falschen Haus oder Merkur in Opposition zu Es geht Saturn? ihr wirklich sehr schlecht. Schade, dass sie es nicht schafft, mir das selbst zu sagen und stattdessen ihre Mutter vorschickt. Sie hat mich nicht vorgeschickt, ganz im Gegenteil. Sie liegt zu Hause im Bett. Sie ist krank. Gut, dann ist es sicher nicht zu viel verlangt, wenn sie mir das ärztlich attestiert. So wie bei jedem anderen Arbeitgeber auch. Ansonsten gibt es nämlich eine Abmahnung. Der Wolf hat diesen Typen richtig vermöbelt. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, vielleicht hat er mitgekriegt, dass er was mit Marlene hatte. Wenn es um seine Töchter geht, versteht er keinen Spaß. Naja, die hat da noch keine reingehauen. Aber kurz davor. Was ist mit dir? Warum verbringst du hier deinen freien Tag? Hast nichts Besseres zu tun? Es soll Chefs geben, die sich über motivierte Mitarbeiter freuen. Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht tue. Und ich bin wirklich froh, dass du wieder hier arbeitest. Aber ich frage mich trotzdem, was mit dir los ist. Hab ich eigentlich nirgendwo meine Ruhe? Entschuldigung, wollt ihr denn nicht auf die Nerven gehen? Okay, Hagen, wenn du es genau wissen willst, ich versuche mich hier abzulenken. Weil Olli einen neuen hat und meine Ehe komplett am Ende ist, okay? Ich dachte, ihr beide, ihr wolltet noch Ja, mal... ich habe den Job in Brandenburg abgesagt, weil ich dachte, dass wir vielleicht noch eine Chance hätten. Aber? Ja, meinst du, ich will mir reinziehen, wie der die ganze Zeit mit irgendeinem Typen vor meiner Nase rummacht, oder was? Verstehe. Raphael. Unser spanischer Sonnenschein. Ist auch direkt bei Olli eingezogen übrigens. Was? Das ist aber... Das ist zum Kotzen, Hagen. Wenn du mich fragst, bei diesem Ding hier hilft nur noch Gewalt. Aber sicher doch, der Herr. Wie bitte? Ach, Ich hätte nicht gedacht, dass eine Frau es mal schaffen könnte, dich dermaßen aus dem Konzept zu bringen. vielen Dank. Und was genau willst du damit sagen? Ich glaube einfach nicht, dass du so durch den Wind bist, nur weil Marlene sich unprofessionell verhält. Sag mal, hast du mir vorher nicht zugehört? Lahnstein Enterprises dreht mir den... Ja, ich habe dich verstanden. Ich sage ja auch nur, der Tristan, den ich kenne, würde sich trotz allem von einer Marlene nicht abhalten lassen, erfolgreich zu sein. Das Musical steht und fällt mit ihr. Jeder ist ersetzbar. Ja, aber nicht Marlene. Mhm. Aber nicht, weil sie so gut singen kann, sondern weil du in sie verliebt bist. Je lauter du jetzt Nein schreist, desto unglaubwürdiger bist du. Also gut, ja. Ich bin in sie verliebt. Und jetzt? Ja, sag du es mir, wo ist das Problem? Ist sie noch nicht über Hagen hinweg? Von wegen. Ist ja nichts Besseres zu tun, als mit meinem Freund Alexander in die Kiste zu springen. Das heißt gar nichts. Ja, vielleicht. Aber das ändert nichts daran, dass ich bei ihr unten durch bin. Wieso das denn? Weil ich es gewagt habe, sie zu kritisieren und mich auf die Seite ihrer Schwester geschlagen habe. Ach, Tristan, hör auf, das kannst du besser. Bitte? Du beschwerst dich darüber, dass Marlene sich wie eine Diva verhält. Und was ist mit dir? Du bist doch genauso schnell beleidigt. Also, wenn dir wirklich was an ihr liegt, dann tu doch mal was, anstatt hier vor Selbstmitleid zu zerfließen. Du hast doch wirklich überhaupt keine Ahnung.
Verdammte Drecksau! Nicht so laut. Marlene schläft. Ich habe ihn gesehen. Wen? Alexander? Spazierte seelenruhig an der Pferdekoppel rum. Ich hätte ihn umbringen können. Hast du mit ihm gesprochen? Nee. Mir ist was Besseres eingefallen. Ja. Ich kann nicht verstehen, wieso Sie den noch rumlaufen lassen. Naja, also es ist so, dass... Wo willst du denn hin? Zur Polizei. Ich werde ihm mal Beine machen. Da kann doch so nicht weitergehen. Nicht. Lass es. Wieso? Die Polizei weiß nichts von der Vergewaltigung. Was? Marlene hat den Typen noch nicht angezeigt. Sie hat sich nicht getraut. Glaubst du nicht, dass Matteo da ein bisschen Unrecht tut? Du hast ihn doch selbst gehört, der wollte dir gar nicht helfen. Mir kam es fast so vor, als wäre er froh, dich loszuwerden. Ich glaube, er ahnt etwas. Seine Bemerkung vorhin, dass ich mich dann besser auf die Arbeit konzentrieren kann? Du meinst, wegen uns? Woher soll er das wissen? Ich hatte ein Gespräch mit ihm. Ich habe keine Namen genannt, ich habe auch alles offen gelassen, aber ich musste mit jemandem sprechen. Ich habe mich all die Jahre auch immer schrecklich allein damit gefühlt. Aber gerade jetzt, wo wir alles im Griff haben, da kann er uns doch nicht einfach auseinanderreißen. Hey, Schwesterchen. Ist noch gar nicht so lange her, da hast du dir das aus vollem Herzen gewünscht. Ja, aber das war falsch. Auch wenn ich es nur ungern zugebe. Du hattest recht. Ah ja. Vielleicht ist es ja auch Schicksal. Schicksal, wenn ich das schon höre. Du bist doch kein Opferlamm. In Momenten wie diesen erkennt man ganz genau, wer deine Mutter ist. Hallo. Muss Raphael sein. Genau, richtig, da bin ich. Hallo. Guido, hallo. Ja, so jung habe ich sie mir gar nicht vorgestellt. Ja, so wirklich. Ja, Genau. Also machen einen sehr guten Eindruck. Dankeschön, Dankeschön. Muss ich sagen. Genau. Das ist übrigens Paul. Hallo Paul. Ja. Also wegen der Dienstleistung, also das ist schon halt nicht ganz billig. Ne? Das ist schon okay. Ich zahle alles, was du möchtest. Ich habe jetzt die Nummer von Ihnen und das ist perfekt so. Prima. Alles klar. Dann freue ich mich drauf. Ich auch. Ja. Dann bis morgen. Hast du bei Monsignor Matteo etwas erreichen können? Ich nicht, aber du kannst was erreichen. Ach ja. Du bist sein größter Sponsor. Julia, ich spende, um der Gemeinde etwas Gutes zu tun. Es ist im Sinne der Gemeinde, dass Jan bleibt. Möchtest du andeuten, ich soll Matteo vor die Wahl stellen? Entweder Jan bleibt oder ich streiche meine finanziellen Zuwendungen? So in etwa, ja. Was denn? Es ist doch für einen guten Zweck. Ich brauche dich wohl nicht daran erinnern, dass vor ein paar Wochen Timo Matteo erpresst hat, um Emilio auf der Insel zu halten. Weißt du noch, wie sehr wir uns darüber aufgeregt haben? Und zwar mit Recht. Und jetzt verlangst du von mir, dass ich dasselbe tue? Es gibt keine andere Möglichkeit. Doch. Jan verlässt die Insel. Bist du nicht aus der Welt? Ich weiß, dass dir das nicht gefällt, aber es tut mir einfach gut, wenn er bei mir ist. Danke für dieses Gespräch. Musst du dich so anschleichen? Was ist los? Angst, Schuldgefühle? Schlechtes Gewissen? Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich schleiche, aber wahrscheinlich warst du mit deinen Gedanken gerade woanders. Hör zu, ich weiß nicht, was du gehört hast wegen Marlene. Ich bin nicht zum Reden hier, sondern zum Fechten. Also, was ist? Oder kneifst du? Bestimmt nicht. Ich begreife das nicht. Dieser Kerl vergewaltigt meine Tochter und sie zeigt ihn nicht an? Marlene war so fertig, sie konnte nicht anders. Ja. Weil du sie auch noch unterstützt. Und statt sie zur Polizei zu schleppen, bestärkst du sie auch noch darin, dass das so in Ordnung ist. Das stimmt doch gar nicht. Aber du siehst doch, wie schlecht es ihr geht. Wenn dieser Scheißkerl ungestraft davonkommt, dann wird's ihr nie besser gehen. Ich weiß. Was sollen wir denn machen?
Wir gehen zur Polizei und zeigen ihn an. Ja, und dann? Die Polizei schaltet die Staatsanwaltschaft ein. Dann wird ein Verfahren eingeleitet. Richtig. Und dann geht es diesem Arschloch wenigstens an den Kragen. Und was ist mit unserer Tochter? Soll also ungestraft davonkommen? Nur weil wir nicht riskieren wollen, dass Marlene zusammenbricht? Nebenan liegt meine Tochter. Und ich kann nichts tun. Gib ihr Zeit. Sie hat ja noch die Fotos von ihren Verletzungen. Was nützen ihr denn die Fotos, wenn sie nichts damit macht? Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit. Amen. Mein Herz ist erleuchtet. Die Frage ist nur, wie lange noch? Dr. Mendes. Ich nehme meine Verantwortung sehr ernst. Gegenüber meinem Gewissen, Pater Jan und unserer Gemeinde. Schöne Worte. Aber was heißt das konkret? Wenn Ihr Verdacht der Wahrheit entspricht und Pater Jan sündige Gedanken gegenüber seiner Schwester hat, dann ist es meine Pflicht, ihn vor sich selbst zu schützen. Tun Sie das. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie bei Ihrem Entschluss bleiben. Warum zweifeln Sie daran? Ich kenne Sie. Und ich kenne meine Frau. Und was noch viel schlimmer ist, ich kenne auch meine Schwiegermutter. Und sie wird alles dafür tun, dass Jan auf dieser Insel bleibt. Und wenn ich alles sage, dann meine ich alles. Die Entscheidung des Bistums ist gefallen. Hey, was soll das? Wird das jetzt ein Duell? Duelle enden in der Regel immer tödlich, zumindest für einen der Beteiligten, nicht wahr? Hör auf damit, Tristan. Und einen passenden Anlass finden wir auch. Was soll das? Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Hatte ich gar nicht erwähnt, dass ich im letzten Jahr über Monate in psychiatrischer Behandlung war? Und wenn das jetzt kein Grund ist, wieder richtig durchzudrehen, dann weiß ich es auch nicht. Mach keinen Scheiß. Mann, es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Es war einfach... Ich habe mich einfach nicht mehr im Griff gehabt. Ich könnte das ungeschehen machen. Das musst du mir glauben, bitte. Mann, ich hasse mich doch selbst dafür. Und ich gehe auch, wenn du willst. Was? Ins Kloster? Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Jetzt guck mich nicht an wie ein Gespenst. Hast du wirklich gedacht, ich stech dich ab? Ja, du warst schon ziemlich überzeugend. Du aber auch. Für einen Moment habe ich wirklich geglaubt, dass es dir leid tut. Ja, das tut es ja auch. Schließlich habe ich ja gewusst, dass du in Marlene verliebt bist. Und dass du dich nicht dagegen wehren kannst, das weiß ich ja auch nicht erst seit gestern. Muss ja die reinste Nötigung für dich gewesen sein. Bist du also nicht sauer? Wegen einer Frau? Niemals.
Haben Sie nichts zu tun? Sehen Sie doch. Mit ein bisschen Musik geht alles viel leichter von der Hand. Die Deutschen sollten das auch mal probieren. Sie sind immer so verbissen. Erstmal die Ohren gespitzt. Sie sind ja nicht zum Vergnügen hier, falls Sie das vergessen haben sollten. Finden Sie, ich mache meine Arbeit nicht ordentlich genug? Ich finde, Sie sollten Ihre lascive Ader nicht beim Tanzen oder an einem Gartenschlauch ausleben, sondern an meinem Schwiegersohn. Ich finde, dass Ihr Schwiegersohn nicht besonders glücklich ist. Aber es ist auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass seine Frau ihren eigenen Bruder... Vorsicht! Sie sprechen von meinen Kindern. Und ich will, dass es Ihnen gut geht. Also, kommen Sie endlich zur Sache. Machen Sie Dr. de Mendes so schnell wie möglich sehr glücklich. So was kann ich gut. Na dann, tun Sie was für Ihr Geld. Hallo. 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 Ich muss mich für meinen Freund entschuldigen, er kann nicht anders. Sobald er eine Frau sieht, muss er sich entblößen. Ja, schon klar. Als Blaublüter bist du natürlich über solche primitiven Erscheinungen wie Schweißer haben. Nicht nur das. Wirklich, es tut mir echt leid mit Marlene. So oft wie du dich entschuldigst, könnte man fast glauben, es wäre doch was Ernstes. Behüte. Im Übrigen glaube ich nur, dass sie dir damit eins auswischen wollte. Wirklich? Wie originell. Ah, sorry. Jetzt muss ich doch noch mal. Was ist denn mit deinem Rücken passiert? Mein Lieber, das war wohl der Baum, der mir bei deiner Attacke ein Andenken mitgegeben hat. Autsch. Sieht so aus, als müsste ich mich jetzt bei dir entschuldigen. Ach, was? Ziegenfett ist selten nahrhaft, Baby. Es hat doch keine Vitamine. Pfoten weg. Ich will nicht, dass nachher zu wenig da ist. Bei den Mengen? Findest du etwa, ich habe übertrieben? Also im Prinzip habe ich ja nichts dagegen, wenn ich euch ein bisschen beim Essen helfe und nebenher noch die Anstandsdame spiele. Obwohl, dafür ist es ja eigentlich schon ein bisschen zu spät. Ne? Hallo? Das wird kein Candlelight-Dinner-Date. Das wird ein stinknormales WG-Essen. Ach so. Und wen erwartest du noch? Also Dana hat sich bei ihren Eltern verschanzt und Andi... Wo ist denn der eigentlich? Sag mal, wollte Olli nicht für euch kochen? Kann sein. Wir waren nicht so nach fettem Essen. Das habe ich gesehen. Sag mal, meinst du, das ist was Amtliches mit diesem Raphael? Was fragst du mich das? Echt? Dieser Typ ist voll der Blender. Tada! Wow, endlich mal ein Mann mit Stil. Und ich dachte immer, Winterklamotten sind so unförmig und zweckmäßig. Aber wie man sieht, geht's auch sexy. Das stimmt. Na, abgesehen vom Preis, der ist ja eher anspruchsvoll. Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Oh Mann. Olli hat wirklich ein Händchen für Schmierlappen. Vielen Dank auch. Doch nicht du. Aber kannst du dich noch an diesen Rob erinnern? Lieber nicht. Aber ich glaube auch, dass mit diesem Typen irgendwas nicht stimmt. Der Latino für Arme. Meine Rede. Ich habe ihn vorhin in der Stadt gesehen. Was denn? Wart ihr zusammen shoppen? Bestimmt nicht. Der hat sich mit so einem Schlipsträger getroffen. Das war schon merkwürdig. Ach, und jetzt meinst du, dass die beiden was miteinander haben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ihm so einen Zettel gegeben. Krass. Ist das dann vielleicht so eine Callboy-Schmuddelnummer? Oh Mann, du musst das Olli erzählen. Dann heißt das bestimmt ganz schnell Hasta la Vista, Baby. Und dann kapiert Olli auch, dass ihr beide... Und es geht mich definitiv einfach nichts mehr an. Und? Hast du in der Zwischenzeit denn wenigstens mal mit ihr geredet? Bitte. Danke, Frau Linse. Mach ich doch gerne. Ich werde mal duschen gehen. Hallo. Hallo. Ihre Kleine? Oh, ist die süß. Ganz entspannt, was? Sie sollten sie mal erleben, wenn sie ihre Milch nicht rechtzeitig bekommt. Ach, Herr von Landstein. Ich
Hab da noch mal eine Frage an Sie als Rechtsanwalt. Hören Sie, wenn es um die Scheidung von Ihrer Tochter und meinem Bruder geht. Nein. Es geht um Freunde, beziehungsweise um die Tochter von Freunden. Das Mädchen ist vergewaltigt worden. Das tut mir leid. Hat man den Täter schon gefasst? Ja. Das heißt, nein. Also das Mädchen kennt den Täter, aber sie weigert sich, zur Polizei zu gehen. Aus Angst. Meine Frage, was wäre denn, wenn die Eltern den Täter anzeigen würden an ihrer Stelle? Wäre das rechtsgültig? Auf jeden Fall. Das heißt, der Täter würde dann zur Rechenschaft gezogen werden? Allerdings führt eine Anzeige auch in jedem Fall zur Befragung des Opfers. Ob sie das nun will oder nicht. Das heißt, das Mädchen müsste dann alles normal erzählen vor der Polizei? Nicht nur das. Wenn es zu einem Prozess kommt, dann wird der Verteidiger der Gegenseite mit allen Mitteln versuchen, ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Sowas kann ziemlich hässlich werden. Trotzdem, ich rate ihr dringend dazu, den Täter anzuzeigen. Es kann nicht sein, dass Männer Frauen vergewaltigen und dann ungeschoren davonkommen. Das sehe ich auch so. Aber was passiert denn dann mit dem Mädchen? Mann, Julia, wo steckst du denn? Haben Sie mich gerufen, Doktor? Dr. Mendes. Bitte, Entschuldigung, ich war gerade ganz woanders. Ich kann das auch selbst aufräumen. Geht's Ihnen nicht gut? Nein, alles okay. Entschuldigung, ich wollte nicht neugierig sein. Aber ich sehe manchmal Dinge. Sie sind so ein großer Arzt. Sie haben so viele Menschen Gutes getan. Und ich dachte, vielleicht kann ich Ihnen irgendwie helfen. Ja, ist schon gut. Ich hätte nicht fragen sollen. Sie müssen mich für eine schrecklich neugierige Person halten. Mir geht's wirklich nicht besonders gut. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann? Bringen Sie mir doch bitte einen Drink. Und wenn Sie gerade schon dabei sind, schenken Sie sich doch bitte selber auch einen ein. Zum Einstand. Meine Frau und ich sind wirklich sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Und hat Sebastian dir helfen können? Nein. Oh. Hast du das für mich gemacht? Danke. Wir können ihn anzeigen, aber da kommt irgendein Anwalt und behauptet, Marlene hätte selbst Schuld. Und dann stehen Aussage gegen Aussage. Das ist, als wird sie noch mal vergewaltigt. Ich kann nicht verstehen, wieso dieser Kerl da draußen frei rumläuft. Das ist so schrecklich. Aber wir können daran nichts ändern. Zumindest im Moment nicht. Wie kannst du immer so verdammt pragmatisch sein? Aber was bleibt uns denn anderes übrig? Wir müssen uns in die Psyche von Marlene hineinversetzen. Sie steht immer noch unter Schock. Wenn wir jetzt weiter Druck auf sie ausüben, dann machen wir es nur noch schlimmer. Da kommt wieder die Expertin. Verschon mich doch mit deinem Psychogequatsche. Meine kleine Große. Wie konnte er sowas antun? Ich werde verrückt, wenn ich daran denke. Ich gehe dann wohl besser.
There won't be a fate to move on. You were meant to get a job. Ich arbeite wirklich gerne bei Ihnen. Sie sind so eine glückliche Familie. Sie wissen nichts über uns. Ich weiß, dass Ihre Frau sehr glücklich sein muss. Sie wird von Ihnen geliebt. Meine Frau. Sehen Sie hier irgendwo meine Frau? Julia! Ich nehme an, sie schläft bereits. Die Frage ist nur, mit wem? Was? Jetzt sagen Sie doch nicht... Wie kann sie nur? Also, wenn ich so einen Mann hätte wie Sie... Sie weiß bestimmt nicht, was sie tut. Found a piece of candy on the floor and I couldn't resist but taste it. Mama wanted to smack me and that's when I made up my mind and I ate it. And I have to admit it tasted better than the ones in the kitchen cupboard. Every night I look out the bedroom window wondering what it's like to run away. And Daddy told me he would hit me if I did it, so I made up my mind and I ran away. And I have to admit it wasn't as scary as I thought it would be. What doesn't kill you makes you sick, and if you're sick you Mach mich ganz wahnsinnig, Lady Rose. Gut, dass du hier geblieben bist. Was macht die denn hier? Hey, die ist immer noch deine Mutter. Und es heißt guten Morgen. Morgen. Ja, morgen. Ich will hier kein Gezicke oder Gemecker. Das ist das Letzte, was Marlene gebrauchen kann. Haben wir uns da verstanden? Ja. Hier gibt es keine Milch mehr. Guten Morgen. Hallo. Tut mir leid, die habe ich wohl aufgebraucht. Ach Gott, das ist doch überhaupt kein Problem. Habt ihr auch so fantastisch geschlafen? Naja, abgesehen davon, dass Kim geschnarcht hat wie ein Sägewerk. Kannst du mir mal ein Brötchen geben? Ja. Danke. Was ist los mit euch? Wieso setzt ihr euch nicht? Oh, ja. Sag mal, hast du denn für heute eigentlich schon irgendwelche Pläne? Ja, ich muss ganz dringend ein paar Gesangsübungen machen. Nichts gegen eine kurze Auszeit, aber ich habe wirklich lange genug geschludert. Glaubst du kannst das denn schon? Ich meine, nach allem, was... Natürlich. Ich kann schließlich nicht ewig Urlaub machen, da wird mir Tristan ganz schön was husten. Ja, schon möglich. Gestern schien er mir auf jeden Fall etwas verärgert zu sein. Ach ja? Wieso das denn? Du willst mich abmahnen? Was erwartest du denn? Glaubst du nicht, dir wurden genug Extrawürste gebraten? Tristan, ich weiß, dass du sauer bist auf mich, aber... Darum geht es nicht. Ich will einfach nur, dass du deinen Vertrag erfüllst, falls das nicht zu viel verlangt ist. Ich will auftreten. Ich weiß nur einfach nicht, ob ich schon so weit bin. Du. Dein Ego toppt sogar noch das von Ansgar. Das ist nicht fair. Ich tue wirklich, was ich kann. Den Eindruck habe ich aber ganz und gar nicht. Lass mich doch mal erklären. Wochenlang habe ich die Scherben hinter dir aufgekehrt.
Ich habe dir immer wieder meine offene Hand hingehalten. Und weißt du auch warum? Weil du mir etwas bedeutest. Und das ist jetzt vorbei. Du hast alles kaputt gemacht mit deiner verdammten Lügerei. Ich hab dich nicht angelogen. Du schickst deine Mutter und deine Schwester vor, um mir zu sagen, dass du krank bist. Nur komischerweise kann mir keine von beiden sagen, warum überhaupt. Wahrscheinlich hast du gerade deinen Kater auskuriert nach deinem Date mit Alexander. Wenn du wirklich glaubst, dass ich dir nicht genug Aufmerksamkeit gebe, dann geh doch zu deinem Alexander. Wahrscheinlich ist er auch der bessere Manager. Es tut mir leid. Und ich verspreche dir, dass ich dich nicht wieder hängen lasse. Gut. Die Abmahnung war nämlich ernst gemeint. Guten Morgen. Schwarz, 2 Stück Zucker. Ich hab schon umgerührt. Patricia. Das, was gestern Nacht zwischen uns passiert ist, das bleibt unter uns, oder? Ein Penny für deine Giganten, lieber Schwiegersohn. Halt den Mund, Clarissa, oder besser noch, pack deine Sachen und verschwinde. Aber vorher sollten wir uns unbedingt noch das hier gemeinsam ansehen. Nur zu, du kannst es behalten. Ich habe schon auch die eine oder andere Kopie. Man kann ja nie wissen. Du Miststück. Dein Ton gefällt mir aber gar nicht. Jetzt hör mal gut zu, Don Juan. Entweder Jan bleibt auf dieser Insel oder Julia erfährt von deinem kleinen, süßen Geheimnis.